Mal sehen, was die Katze uns heute vor die Tür gelegt hat, um es mit einem meiner Lieblingskünstler Kurt Krömer zu sagen. Hallöchen Kurt. Und dann schauen wir da mal so hin. Ein Frosch. Ein zweimal so heiß gewaschener Lamborghini Urus aus dem spanischen Stier. Wurde also ein Stierchen oder ein giftgrüner Frosch. Und dann sagen die Ingolstädter, also Jan, Moment mal, wenn überhaupt, dann kein giftgrüner Frosch, sondern ein Kyalami-grüner Frosch, so heißt die Farbe. Nicht benannt nach einem kleinen, ekligen Tier, sondern nach der Rennstrecke in Südafrika. Und ich kann euch beruhigen hier bei diesem Auto, was ja der RSQ3 Sportback ist, also ein SUV mit abfallender Dachlinie in der 400 PS Performance-Version mit 480 Newtonmeter, der in 4,5 Sekunden auf 100 beschleunigt, 280 km/h schnell wird. Ihr habt heute Morgen nicht einfach euren Kaffee mit einer Tasse Lack verwechselt. Nein, dieses Auto gibt es wirklich. Und wenn euch alles dazu interessiert, also erstmal die extravagante Optik außen, der Platz auf der Rückbank, der Platz im Kofferraum, die Anhängelast, der Sound, der extravagante Innenraum, ein Launch Control Start, längs querdynamisch, der tolle 2,5 Liter 5-Zylinder Motor, die Historie, die preisliche Einordnung, die Wettbewerber, dann bleibt jetzt dran, nicht bei Peter Lustig, der ist tot. Sorry Peter, ich habe es echt immer gern geguckt, ich schwöre. Sondern auch bei dem Autotester, eurem Autotester des Vertrauens. Ihr findet uns nicht nur auf YouTube, da habt ihr uns gefunden, sondern auch auf Instagram, Facebook, TikTok inzwischen auch, auf dem Online-Magazin www.derautotester eben. Dann geht es jetzt auch wirklich los und erstmal sprechen wir über die Historie von unserem Auto hier. Ne? 2011 hat Audi gedacht, ja Mensch, mit dem Q7, mit dem Q5 läuft es so gut, wir brauchen noch ein SUV, haben den Q3 gebaut und dann gingen die Verkaufszahlen halt richtig steil. Steiler als ich früher mit 16 Promille in einer Diskothek. Ja, und dann hat man gesagt, so, die Leute wollen mehr, die wollen mehr Leistung. Also 2013 folgte, was folgen musste, also eine Performance-Version von dem SUV, eine RSQ3-Version. Damals mit 310 PS, 420 Newtonmeter maximales Drehmoment. Der war in 5,5 Sekunden auf Tempo 100. Ja, und dann, 2015, kam schon das erste Facelift, weil das Auto halt so erfolgreich ist, will man dann im Zeichen der Zeit bleiben. Und dann hat man halt eben 340 PS gehabt. 450 Newtonmeter maximales Drehmoment und war schon in 4,8 Sekunden auf 100. Aber die Leute haben immer gesagt, das reicht mir nicht, ich will mehr Leistung. Also gab es eine Performance-Version davon. Die hatte dann 367 PS bzw. 465 Newtonmeter maximales Drehmoment und war schon in sagenhaften 4,4 Sekunden auf Tempo 100. Wirklich beeindruckend, ja. Und dann, 2018, gab es die zweite Generation vom Q3 und 2019 hat man gesagt, ja, so SUV-Coupés, das liegt voll im Trend, muss man machen. Ich habe dieses Auto euch im Schwarzwald vorgestellt, der war damals schwarz, First Edition. Der sah mega geil aus, ganz ehrlich. Ja, und Ende 2019 war ich im Studio in Ingolstadt und dann haben sie mir vorgestellt RS6, RS7, RSQ8. Ja, und hier ist aber die 2 Nummer kleinere RSQ3-Version und RSQ3 Sportback-Version dann in Ingolstadt vorgestellt worden. Mega. Beide Versionen haben also den 400 PS Motor. Ja, und dann guckt man natürlich immer, auch in Ingolstadt so ein bisschen, ja, was ist das Wettbewerbsumfeld? Ein Lamborghini ist es nicht, auch wenn der Urus sehr ähnlich aussieht. Ein Q8 ist es auch nicht, ja, denn der hat halt immerhin 200 PS mehr und kostet wahrscheinlich 3-mal so viel. Ja, sondern es sind halt 2 Klassen drunter. Vom Q5 gibt es ja keine Coupé-Version, also Q3 und Q3 Coupé-Version sind hier.
Aber das externe Wettbewerbsumfeld ist natürlich sehr, sehr spannend und ich habe mal geguckt und ganz im Ernst, mit den 400 PS hier, ja, da steht der fast alleine auf weiter Flur, denn naja, es gibt eben zum Beispiel den VW T-Roc, haben wir euch vorgestellt in Nizza. Mal ganz im Ernst, abonniert unseren Kanal, stöbert da durch, da findet ihr das alles. Der hat 300 PS. Wir haben den Cupra Ateca, haben wir euch vorgestellt, gleiches Prinzip wieder, der hat 300 PS. Wir haben bei BMW den X1, den gibt es nicht mit einem M-Performance-Motor, dafür gibt es den X2 mit dem M35i, 306 PS. Es gibt auf gleicher Plattform mit gleichem Motorwohnen den Mini Countryman John Cooper Works, der hat auch 306 PS. Wir haben von Jaguar den E-Pace P300, haben wir euch genau hier vorgestellt, mit 300 PS. Es gibt allerdings auch den Evoque mit 300 PS Motor und beim Daimler war dann lange Schicht im Schacht mit dem GLA, aber die haben den jetzt 2020 neu aufgelegt. Der kommt, ich glaube, mit 387 PS als GLA AMG und als S-Version hat er dann 421 PS, also mehr als der. Was der allerdings hat, ist der sagenhafte 5-Zylinder-Motor hier drin. Der ist Seriensieger auf der International Engine of the Year und der hat zwar nur 400 PS, aber vielleicht kommt er irgendwann dann auch noch eine Performance-Version, dann könnte man den Daimler wieder einholen und eigentlich muss man den GLA auch erstmal fahren, bevor man ihn beurteilen kann. So, sprechen wir also über die Optik. Und ganz im Ernst, dieses Auto kam bei mir in die Nachbarschaft an und jetzt wissen auch alle, dass es mich gibt, weil wenn man diese Kyalami grüne Lackierung hier nimmt, dann wird man eigentlich nicht übersehen. Die Leute auf der Straße reagieren ganz unterschiedlich, manche feiern, manche hassen einen, was ich immer so ein bisschen schade finde. Ne? Jetzt ist dieses Auto hier 4,51 Meter lang, ist 4,5 cm flacher im Sportback, wie er hier steht, als die normale Q3-Version und dann schaut man ihn sich von vorne an. Ich komme jetzt einfach mal zu euch. Alter, ist das eine geile Optik, oder? Mega. Also die Lackierung, ich finde sie Hammer. Was haben wir immer bei Audi, was Audi ausmacht? Wir haben natürlich die Leuchten hier, die sind toll, serienmäßig schon LED-Leuchten. Hier sind die Matrix-LED-Leuchten drauf, kosten glaube ich 450 €. Und dann ist es natürlich immer den Grill, den man bei Audi gerne anspricht. Was haben wir hier? Der ist rahmenlos, das ist wichtig, der ist flacher, breiter als beim Vorgänger. Ja, der hat eine tolle Wabenstruktur und wichtig hier drauf ist serienmäßig das Optikpaket Glanz Schwarz, heißt Grill kommt schwarz und auch neu sind hier diese 3 Lufteinlässe. Ich glaube, da kommt gar nicht wirklich Luft rein, aber die sollen so ein bisschen an den Ur-Quattro erinnern. Das ist das Role Model für alle modernen Audis. Ja, und dann haben wir hier unten eben einen anderen Stoßfänger. Hier so eine kleine Lippe. Hier diese Boomerang Side Plates, wie auch immer das heißt, in schwarz. Und hier RSQ8 und die Ringe in schwarz passt sehr gut dazu. Alle Elemente, die hier in schwarz jetzt sind, eigentlich in dem Optikpaket schwarz drin. Wenn ihr dieses Auto klassischer wollt, nehmt ihr das halt dann in diesem Alu-Look. Ich finde, schwarz passt viel besser zu einem sportlichen Auto, aber man kann es halt auch sportlich machen. Das machen die Ingolstädter dann schon ganz gut. Toller Look von vorn. Und wenn ihr jetzt kurz hier steht, dann ist natürlich die Frage, Jan, RS6, RS7, die haben doch auch ein anderes Blechkleid spendiert bekommen. Wie ist es jetzt hier? Sind es nur Anbauteile? Ja, erstmal hier die Radläufe sind 10 mm ausgestellt, aber das ist natürlich nur so ein Anbauteil. Hier muss dieses Auto auch nicht haben. Ich glaube, ein extra Blechkleid wäre einfach auch zu teuer geworden bei den Absatzzahlen. Verstehe ich völlig und ich finde, der sieht auch sportlich genug aus. Tolles, serienmäßig haben wir hier 20 Zöller drauf, was wirklich beeindruckend ist. Hier sind es die optionalen 21 Zöller drauf, was sehr gut hier ins Rathaus reinpasst. Und dann interessiert euch natürlich immer, was ist die Bremse hier? Die ist schwarz. Ich glaube serienmäßig schwarz, optional rot, 375 mm hinten, 375 vorne, 310 hinten, 6 Kolben. Und wer jetzt sagt, diese Bremse, die reicht mir aber nicht, ich will was Besseres, der zahlt 4.650 €. Auf einer Rennstrecke wäre das sinnvoll für die Keramikbremse, die hat dann 380 mm vorn und hinten ist es dann, soweit ich weiß, die gleiche. Und bevor wir jetzt dann über die Optik hier im Profil sprechen, will ich euch erstmal so ein bisschen was über die Technik erzählen. Quattro-Allradantrieb heißt, naja, wir haben den Motor vorne, den Antrieb vorne, aber über eine Lamellenkupplung bekommen wir bis zu 100% der Kraft nach hinten. Wir haben auch eine radselektive Momentensteuerung, bedeutet in der Kurve bremst das kurveninnere Rad leicht ab. Das heißt, wir haben mehr Drehmoment außen und dieses Auto ist generell im Quattro leicht übersteuernd ausgelegt, also genauso wie man es will, um leichte Driftwinkel zuzulassen. So, was haben wir? Schwarze Fensterumrandung, hinten abgedunkelte Scheiben, kostet 400 €. Hier haben wir nochmal so eine Schwellerverbreiterung in schwarz. Wir haben
Spiegelkappen hier in schwarz. Dieses Auto projiziert auch schön Audi Sport nach unten. Ja, und dann, wenn ihr hier steht, seht ihr natürlich die Schokoladenseite, nämlich den Dachkantenspoiler. Der ist im Q3 in der RS-Version schon verlängert. Hier hat er dieses schwarze Element dann hier oben drauf beim Sportback. Hinten haben wir natürlich genauso wie vorne serienmäßig LED-Leuchten. Die sind durchwischen, das schneide ich euch drüber, hinten wie vorne. Aber kein Mensch kauft sich dieses Auto, wenn er nicht einen gehobenen Anspruch an Platz hat. Und das weiß auch Audi, weil sonst könnte man sich ja einfach auch einen RS3 kaufen, wenn man das will, oder einfach einen Golf. Ne? Ja, und dann haben sie zwei gute Sachen gemacht. Wir können also die Rückbank um 15 cm nach vorne und hinten verschieben und wir können ja, die Lehne in 7 Stufen verstellen. Ich springe jetzt mal rein, rutsche einmal durch und zeige euch das mal schnell. Einmal hier, seht ihr, 7 Stufen, rastet schön ein. Sehr praktisch. Ich hasse nämlich nichts mehr, als wenn ich hinten sitze und die Sitze zu steil sind. Und dann seht ihr hier, ich komme nach vorne und nach hinten, muss jetzt natürlich ein bisschen schauen, 15 cm. Und wenn man jetzt hier hinten drin sitzt, sieht man schon schwarzer Himmel, Sitze mit Waben, Steppungen, sieht man hier dann eine Armauflage mit Cupholder drin. Und man sieht, dass man hinten nicht gut rausgucken kann, aber man sieht auch, dass ich mit dem Kopf leicht anstehe. Das geht aber, ich habe viel Platz für Schultern, für Beine, bin 1,88 groß. Ja, wollte es euch zeigen, was man dann auch sieht. Hier schön kantige Griffe, man sieht eine Bang & Olufsen-Anlage, man sieht auch ein bisschen Hartplastik, das ist normal. Und wenn es dunkel wäre, wird man auch eine ambiente Beleuchtung sehen. So, und jetzt kommen wir natürlich für mich jetzt, zur Schokoladenseite vom Auto, dem Heck. Hier hinten ist es abgedunkelt. Wir haben Ringe und Typbezeichnungen schwarz, LED-Leuchten, hier habe ich euch gesagt. Ansonsten ist es hinten sehr clean, sehr schön. Was auch interessant ist, ihr bekommt dieses Auto mit Anhänger, Kupplung mit Anhänger vor, Kupplung Vorrichtung. Schaut es euch dann in der Optionsliste an. Der zieht 1,9 Tonnen, was ganz schön viel ist aus meiner Sicht. Aber erstmal geht es natürlich um Kofferraum. Ich mache euch den auf. Der ist 530 Liter bis 1400 Liter bei dem Modell groß. Ich glaube, der Q3 hat 1525 Liter dann, aber sie sind annäherungsweise gleich groß. Hier haben wir so einen doppelten Ladeboden, können bequem die Rückbank dann eben umklappen. Zeige ich euch jetzt bei dem Modell mal nicht, könnt ihr dann bei mir beim Video im Studio anschauen. Ganz interessant, Rückfahrkamera nach hinten. Tolles Auto, auch hier diese schwarzen Inlays. Alter, aber wisst ihr was? Wir Sportwagen-Fans, wir haben ein Problem, nämlich ein Otto-Partikelfilter, der klaut uns Sound, und neue Abgasvorschriften, die klauen uns Sound und Leistung. Das wollen wir nicht. Die Ökos haben sich durchgesetzt, die haben gewonnen. Ja, und jetzt gehen wir mal hier runter und ich zeige euch noch, was exklusiv hier dran ist, nämlich dieser Diffusor mit den Kiemen hier hinten. Sieht aus wie von Lamborghini abgeschraubt hier. Und dann ist der serienmäßig schon hier mit den ovalen Endtöpfen ausgestattet. Aber optional bekommen wir noch eine Sportabgasanlage, die noch mal ein bisschen lauter ist. Schön bei dem Auto ist die Zündfolge von 1, 2, 4, 5, 3. Unrund, laut, macht einen tollen Sound und dieses Auto klingt gigantomanisch. Aber wisst ihr was? Ihr bleibt jetzt mal da. Ich spring rein, mache euch den an und dann hören wir uns gleich wieder. Wie hat es geklungen? Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schauen wir uns das später dann noch unter Last an, weil ich glaube, da ist es nochmal ein ganzes Stück beeindruckender. Was bei diesem Auto furchtbar beeindruckend ist, ist der Motor. Und während sich jetzt die ganzen Ökos durchgesetzt haben bei den Abgasvorschriften, haben sie uns eine Sache gelassen, nämlich den schönen 5-Zylinder, der ja so im TTRS drin ist, im RS3 drin ist und der einfach
ja, ich weiß nicht, es ist ein toller Motor, ihr wisst es. Der wird Seriensieger beim Engine of the Year, bei diesem International Award. Wir haben hier beim reinen 5-Zylinder diese Carbon-Abdeckung, die glaube ich auch nochmal 500 € kostet. Ja, und dann ist natürlich eine Sache, du kannst den schönsten Motor wie den hier, den 2,5 Liter 5-Zylinder da reinbauen mit 480 Newtonmeter, 400 PS. Wenn das Auto schwer ist, bringt es nichts. Und ehrlicherweise, der ist relativ schwer. Der Q3 wiegt 1775 Kilo, während der Q3 Sportback 1790 Kilo wiegt. Also knapp 1,8 Tonnen. Und dann kann man sagen, ja, aber Jan, wir brauchen eine Referenz. Stimmt, also habe ich es euch einfach mal rausgesucht. Der RS3 wiegt 1,6 Tonnen, also 1610 Kilo. T-Roc R, Cupra Ateca sind bei 1,6 Tonnen, während dann ja, der X2 M35i schon an die 1,7 Tonnen hingeht. Nichtsdestotrotz ist das hier ein relativ schweres Auto. Ja, aber trotzdem beschleunigt er in 4,5 Sekunden auf 100, wird 250 km/h schnell. Stop. Er wird 280 schnell. Für 1500 € Aufpreis und ihr Ingolstädter da draußen, das finde ich ein bisschen frech, ehrlicherweise. Ne? Wird er 280 km/h schnell, aber ihr könnt es euch ja aussuchen, ob ihr das nehmt oder nicht. Ja, und dann ist natürlich eine große Frage, was verbraucht. Da ist angegeben, glaube ich, mit 8,8, 8,9 Liter. Wir haben den selten unter 11 Liter gefahren. Ich bin sicher, man kann ihn mit 10 Liter fahren, aber ich bin auch sicher, dass man ihn auch mit 18 Liter fahren kann. Das ist ein toller Motor, wirklich. Ich hoffe, dass die Ingolstädter den noch lang behalten. Ich hoffe auch auf eine Performance-Version hier drin, die dann vielleicht 420, 450 PS leisten wird. Ja, jetzt haben wir schon relativ viel vom Auto abgenudelt, aber die wichtigste Sache, nämlich das Fahren mit Launch Control Start, die fehlt. Was wir erstmal machen wollen, ist den Innenraum anschauen und dann ballern wir ein bisschen zusammen hier im Fröschchen. Kommen wir zum Innenraum. Und wer drin ist, heißt nicht nur im Berghain, sondern auch hier im Ingolstädter RSQ3 Sportback. Und wenn ich ein bisschen drüber referieren soll, was die USP von Audi ist, dann ist eine riesig hohe Verarbeitungsqualität, Materialauswahl einfach im Innenraum. Das ist in den letzten Jahren so und das wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren so bleiben. Und wenn man sich den jetzt hier erstmal anschaut, das ist ein schöner Spagat aus komfortabel, also elegant würde ich eher sagen, und sportlich. Sieht man hier in dem dunklen Himmel zum Beispiel drin. Und als ich euch außen gesagt habe, das Ding sieht ja aus wie ein zweimal zu heiß gewaschener Lamborghini Urus, ist es hier drin auch ein bisschen so, ganz lustig, ne? Merkt man vielleicht, dass es Konzernschwestern sind. Und dann schaut man hier mal die Türgriffe an, dann mit dem Alcantara auf der Armauflage. Schaut man sich ja hier diesen Haltegriff an, das Carbon-Element mit dem Quattro hier, das übrigens nachts so ja, blau, grün beleuchtet ist, glaube ich, passt zur Außenfarbe. Oder hier dieses Zierelement, was an Quattro-Blister erinnern könnt, mit Chrom außen und Klavierlack innen. Dann könnte das auch schon ein Lambo sein, so ein klein halt ein bisschen. Ja. Ja, und jetzt bin ich natürlich hier drin und es geht darum, euch die Architektur zu erzählen. Alles ist leicht zum Fahrer geneigt, was bei so einem sportlichen Auto sehr wichtig ist. Aber dann muss man natürlich sagen, der Innenraum hat eine hohe Qualität. Wir haben aber auch so ein bisschen Plastik hier drin. Das ist im Segment normal, aber was Audi natürlich sehr smart macht, Wiki-mäßig ist, man kann dieses Auto sauteuer noch extra machen. Serienmäßig haben wir hier Sportsitze drin. Zum Beispiel jetzt hier sind ja, die RS-Sportsitze mit Leder-Feinnapper drin. Die kosten 1500 € Aufpreis. Die haben dann dafür auch schon RS-Zeichen im Nacken, integrierte Kopfstützen, sind tolle Sitze wirklich. Elektrisch verstellbar. Ja, das Lenkrad können wir auch verstellen. Man findet hier drin leicht eine Sitzposition. Man sitzt natürlich leicht erhöht, das wisst ihr. Ja, und dann geht es natürlich um die exklusiven RS-Elemente hier drin. Das ist erstmal das Lenkrad unten abgeflacht. RS steht drauf, perforiertes Leder in den Griffflächen hier mit Gangwahlheben, Schaltpeddeln am Lenkrad. Und eine Sache, die mir nicht so gut gefallen hat, ist hier dieser Gangwahlhebel. Da gibt es diese Quickshifter inzwischen am neuen Golf oder so, die sind kleiner und der sieht so ein bisschen unbeholfen, behäbig hier drin aus, finde ich. Und wenn man über die exklusiven Elemente spricht, spricht man hauptsächlich über das Kombi-Instrument, so nehmen die Freaks wie ich das. Das ist das digitale Cockpit hier vorne drin und da seht ihr schon, das ist die Karte groß. Aber wir haben hier auch den Hockeyschläger mit der Drehzahl, Leistung, Drehmoment RS-spezifisch rechts. Wir können das auch hier so verändern, können die Karte dann klein, groß machen. Schön finde ich immer, wenn man dann links die Drehzahl hat und rechts zum Beispiel die Geschwindigkeit oder die Karte dann ganz groß. Hier drin ist ein tolles System. Serienmäßig ist das 10,25 Zoll groß. Das ja, Virtual Cockpit Plus ist aufpreispflichtig, kostet nicht viel und ja, ist dann 12,3 Zoll groß. So.
Aber was natürlich Audi auch ausmacht, ist das MMI Infotainment in den letzten Jahren. Normalerweise ziert das immer 2 Bildschirme. Hier haben wir allerdings eine Kompaktklasse, also haben wir nur einen, macht überhaupt nichts. Hier ist die 3-Zonen Klima, die 800 € kostet. Drunter jetzt so, reicht auch völlig. Ja, und was haben wir hier? Wir haben das große System. 8,8 Zoll, das ist MMI Radio groß. Hier haben wir das MMI Navi Plus drin, das 10 Zoll groß ist. Kostet, glaube ich, auch nochmal 800-900 € Aufpreis. Völlig verrückt, was man dann Geld ausgeben kann. Und dann schaut mal hier, die Kacheln kann man verstellen. Das kann man auch mit so einem Gegendruck einstellen. Sehr flexibles System. Euch interessiert allerdings, was ist spezifisch hier? Erstmal gibt es den Audi Drive Select Schalter mit den Efficiency, Komfort, Auto, Dynamic Modi vorprogrammiert. Hier haben wir aber neu RS1 und RS2 Modus drin. Können wir als Antrieb, Fahrwerk, Lenkung, Motorsound und Quattro einstellen. Fahrwerk können wir einstellen, weil wir haben hier beim serienmäßig 10 mm tiefer liegenden Fahrwerk bzw. Karosserie auf dem Fahrwerk eine adaptive Dämpfung, die auch nochmal Aufpreis kostet. Also haben wir das hier extra drin. Können das alles konfigurieren und dann über den RS-Modus-Schalter hier RS1 und RS2 direkt reinknallen. Sind wir also auf der Nordschleife oder von der Nordschleife weg oder einfach nur in der Stadt und wollen posen, drücken wir hier drauf und alles ist auf Sportlichkeit getrimmt, würde ich sagen. Ja, und dieses System hier ist halt toll, übersichtlich, während der Fahrt bedienbar. Und dann geht es kurz um die Assistenten, Tempowarnung, Ampelinformation. In Ingolstadt sind die Ampeln digitalisiert, sonst nirgendwo. Adaptiver Fahrassistent, Abstandswarnung, Audi Presense, Spurwechselwarnung, Spurverlassenswarnung, Pausenempfehlung. Ich glaube, hier sind nochmal das Fahrassistenzpaket für 800 € drin. Licht- und Sichtpaket ist sehr schön. Schaut mal, diese Ambiente-Beleuchtung kann man in tausenden Farben hier drin einstellen. Natürlich macht man das grün, weil das Auto außen ja auch grün ist. Ja, was haben wir da noch? Navigation hier nochmal. Ich habe euch dieses System schon so oft vorgestellt. Apple CarPlay, Android Auto, Smartphone Interface haben wir hier auch drin. Noch ein Drehregler hier für die Geschwindigkeit. Heißt, wir haben auch hier eine induktive Ladebuchse drin, was sehr schön ist. Ablageflächen haben wir auch. Wir haben hier nochmal Platz in der Armauflage. Ja, und dann würde ich mal kurz zusammenfassen. Das ist ein Innenraum, den man dann mit dem RS-Design-Paket Rot oder Blau auch noch schön machen kann. Im Lenkrad, im Gangwahlhebel haben wir dann blaue oder zum Beispiel im Gurt haben wir dann blaue oder rote Elemente noch drin, genauso wie Alcantara hier drauf, auf dem Lenkradkranz oder im Gangwahlhebel. Hier ist immer Alcantara auch drauf. Mega geiler Innenraum. Aber wozu wir jetzt kommen, ist das. Hallöchen, ja, kommen wir zu meiner vielbesagten Lieblingssequenz in den Reviews. Erstmal zeige ich euch den Sound von innen und dann wird geballert. Was ich vergessen habe außen zu sagen ist, dieses Auto steht 10 mm tiefer serienmäßig. Wir haben hier die adaptive Dämpfung drauf. Ich mache es jetzt mal an. Habe es vorkonfiguriert, drücke also den RS1-Knopf. Wir sind jetzt im komplett Monster-Sportmodus, seht ihr dann hier. Bin mal ruhig und gebe kurz Gas, spiele die Klaviatur kurz durch, seht ihr da vorne? Ja, jetzt ist aber hier ein Drehzahlbegrenzer drin bei 4 steht hier vorne. Wir fahren los direkt. Und ihr hört schon, ja okay, klingt ganz nett, ne? Aber ihr sagt ja immer das Gleiche zu mir. Jan, kannst du mal Launch Control machen? Das haben wir hier jetzt vielleicht auch schon das ein oder andere Mal gemacht. Was wir natürlich jetzt machen hier, ja, ist das ESC ganz aus. Dann schalten wir in D, nicht in S. Ich drehe mit links die Bremse, mit rechts das Gas, gehe dann von der Bremse runter. Drehzahl wird festgetackert auf 3,5. Ja, und dann sind wir so schnell, dass meine Sonnenbrille nach vorne knallt in 4,5 Sekunden auf 100 und ich finde einfach, ja, jeder Start in dem RSQ3 Sportback oder wie ich ihn nenne, Audi Urus, soll so losgehen. Aber dass der natürlich mit seinem 5-Zylinder, mit der tollen Zündreihenfolge 1, 2, 4, 5, 3 nach vorne geht, ist eigentlich kein Wunder. Wir haben 400 PS, 480 Newtonmeter hier drin. Aber was ich auch gesagt habe, der wiegt, so wie er hier ist, halt eben ja, ganz stolze 1795 Kilo, also knapp 1,8 Tonnen, ist also kein Leichtgewicht. Und wenn wir jetzt hier schon mal auf meiner Dynamikstrecke drehen, seht ihr hier was Audi toll macht, eine sehr klare Rückfahrkamera, ist hier ein Coupé, heißt ja, man sieht nicht gut hinten raus. Und jetzt fahren wir mal zurück und ich werde euch
nicht nur erzählen, dass der 280 km/h schnell wird und wirklich toll klingt, das hört er dann auch schon hier. Die Sportabgasanlage hier drauf, wenn die Klappe dann aufgeht, macht einen tollen Sound, sondern ja, der funktioniert halt eben auch querdynamisch. Warum eigentlich? Naja, wenn man relativ schnell in eine Kurve reinfährt, dann hört man schon auch, beziehungsweise merkt, dass der einen mit dem hohen Gewicht nach außen drückt. Aber wir haben ja auch einen hohen Schwerpunkt und wie die Ingenieure das hier hinbekommen, dass der gut in der Kurve klebt, ist grandios. Aber was macht man eigentlich? Man hat einen Quattro-Allradantrieb hier drin. Ja, und der bekommt halt über eine Lamellenkupplung bis zu 100% der Kraft nach hinten, was schon mal sehr gut ist. Dann haben wir eine radselektive Momentensteuerung. Was ist denn das? Das bedeutet, ja, fahren wir in eine Kurve, wird das kurveninnere Rad kurz abgebremst und das kurvenäußere Rad hat dann somit mehr Drehmoment und damit sind dann höhere Kurvengeschwindigkeiten drin. Außerdem haben halt die adaptiven Dämpfer die Fähigkeit, das Auto immer perfekt auf den Untergrund anzupassen. Und zusätzlich haben wir dann hier drin noch die sogenannte Progressivlenkung. Was ist eine Progressivlenkung? Relativ leicht erklärt. Sind wir hier im Sportmodus und fahren die Kurve, haben wir eine direktere Lenkung. Ja, aber wir haben natürlich hier nicht nur ein Auto, was fürs brutale Heizen gedacht ist, so wie ich das eigentlich immer mache, sondern auch ein Auto, was man im Komfortmodus fahren kann. Und dann ist es krass, denn was passiert hier? Antrieb, also der Motor, Fahrwerk, Lenkung, Motorsound und der Quattro hier drin auch, werden in Richtung Komfort abgestimmt. Auf einmal haben wir ein leises Auto, auf einmal haben wir ein Auto, was nicht mehr so direkt an der Lenkung klebt. Auf einmal haben wir gemütlichere Schaltzeiten und weicher abgestimmte Dämpfer. Wir sitzen schön hoch hier quasi in unserem Hochsitz, der gleichzeitig ein Sportwagen ist, können bequem auf der Autobahn fahren, bequem in der Stadt fahren, was richtig gut ist. Dieses Auto ist halt eine echte, was sagt man, wollegebende Schafmilchsau, oder ihr wisst, was ich meine, Schafmilch-Wollsau. Was wir jetzt aber noch einmal machen werden zum Abschluss ist, und ich kann es mir nicht verkneifen, erstmal hier diesen RS-Modus am Lenkrad rein, RS1, das geht blitzschnell, und nochmal kurz durchbeschleunigen. Und da vorne ist auch schön, wir haben den Schaltblitz da drin. Kommen wir also in die ganz hohen Drehzahlbereiche, ist es dann auch wie bei einem Lambo, dass diese Schaltblitze wie bei einem Porsche da vorne drin gibt. Und wenn ihr mir gesagt hättet, wie dieses Auto in der Kurve klebt oder dass es irgend möglich ist, dass der leicht ausbricht, aber sich dann wieder einfängt, Wahnsinn. ESC aus geht übrigens nur bedingt. Ich denke, es geht nicht ganz aus, sollte man auch nicht machen. Tolles, fahrdynamisch und gleichzeitig komfortables Auto. Kommen wir zum Fazit. Naja, fast ein ganzer Tag ist vorbei. Die Sonne ist von da nach da gewandert. Ich sitze hier wieder auf meiner Denkerbank und komme zum Fazit. Und ich sage euch was, den ganzen Tag treibt mich eine Frage um. Braucht man Performance-SUVs? Und ja, ich gebe vielen Friday for Future Teilnehmern recht, ein RSQ8, ein X5M, ein X6M, da kann man trefflich drüber streiten. Aber hier sind wir ja 2 Klassen kleiner, ne? Das ist ein Lamborghini Urus, nur 2-mal so heiß gewaschen. Ja, und den kann man eben fahren mit 10 Litern. Und hätte mir vor 5 Jahren jemand gesagt, dass ich jetzt den Job mache, hätte ich ihm einen Finger gezeigt. Aber hätte mir jemand gesagt, dass man es irgendwann mal hinbekommt, dieses Auto längs und querdynamisch so abzustimmen, dass man kaum einen Unterschied feststellen kann zu einem RS3, ja, dann hätte ich ihm genauso den Finger gezeigt. Ne? Und dann habe ich ja viele Autos und ich muss euch sagen, ich habe den im Schwarzwald vorgestellt als Sportback Normal Edition One und ich habe mega viele Kommentare bekommen. Alle haben gesagt, ist das ein geiles Auto, den will ich. Hier sind Fußgänger vorbeigegangen, haben gesagt, Alter, der ist ja mega geil, nur die Farbe ist kacke. Mein Nachbar kam, hat gesagt, Jan, den will ich genau in der Farbe, ich habe einen Q5, was kostet der? Aber euch interessiert ja viel mehr als die Meinung von meinem Nachbar. Was ist denn meine? Und ich sage was, ich meine, ja, das Auto ist was für Gasfuß, fürs Ohr, für Mama, für Papa, für die Landstraße, kann man richtig ballern. In der Stadt kann man dieses Auto bequem überall einparken. Auf der Autobahn wird es 280 km/h schnell. Der Quattro-Antrieb sehr kultiviert, das 7-Gang DSG sehr kultiviert. Der 5-Zylinder-Motor ist einfach nur ein Gedicht. Ja, und dann ist es bei dem Auto auch nicht so, dass das Design die Funktion schlägt. Und da hinten bekommt er die ganze Familie rein. Der Kofferraum ist ähnlich groß wie der vom Q3. Da bekommt er auch eine Großfamilie à la Abu Chaka Clan rein. Richtig gutes Konzept.
Dann ist es aber auf der anderen Seite oft so, ja, dass Premium-Produkte teuer sind. Und als ich euch noch erzählt habe, ja, der Q3 Sportback beginnt bei 36.000 Euro als 35 TFSI mit 150 PS, fand ich das noch einigermaßen verschmerzlich. Aber hier sind wir fast 30.000 Euro drüber im Einstieg. Während der Q3, der Erst-Q3 bei 63.500 beginnt der bei 65.000 Euro. So wie er hier steht, kostet 83.500 Euro etwa, ist pickepacke voll, aber das ist natürlich sehr viel Geld. Den Fans, denen wird es egal sein, die warten auf die Performance-Variante, die dann 420, 450 PS hat. Was weiß denn ich? Ich hoffe, das Review hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Lasst uns drunter gern kommentieren. Abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, YouTube, auf TikTok inzwischen. Schaut da gerne vorbei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis bald, Freunde.